Die Familie Guerra, oder auch der Grossvater, muss ich sagen, ist in die Schweiz hier arbeiten. Zuerst auf Oberried. Und dann später ist ein Hemberg gekommen. Und die oben haben sie gestrasset. Und dann hätte die oben eine Frau gesehen, die ihm gefallen hat. Und dann, wie es früher war, ist das nicht so aktuell gewesen. Da haben wir Deutsch gesagt, ich sage jetzt geht nicht. Ein Freund geht heiraten oder will heiraten. Und dann hat die Großmutter dann da einfach quasi durchgestiert und ist dann gegangen, weil sein Vater ist dann mit dem Messer gekommen. Und dann ist sie abgehauen. Und dann, aber die Liebe, die ist geblieben. Dann nachher hat dann später geheiratet. Und ich habe wieder eine Auslandschweizerin. Die ist in Frankreich geboren. Später hat dann Gofen gekommen, die zwei. Und dann war einmal so eine Aktion gesehen. Dann hat man gesagt, ja, wir sind dann darauf aufmerksam gemacht worden. Und dann, wir sollen jetzt einkaufen. Da haben wir es neben eingekauft. Hat dann 180 Franken gekostet. Und dann haben wir beide. Das sind 7 Schweizer. Dann habe ich gesagt, ich mache nichts. Das mache ich. Das ist mir zu teuer. Das sagt man. Und dann nachher, irgendwann habe ich mal das Konsulat auf St. Gallen. Und hat der gesagt, ja, warum das ich nicht einkaufe. Dann habe ich gesagt, ja, mir passt es. Ich soll es probieren. Das war schon eine Leihe. Und dann nachher hat dann die Frau, wir haben es von hier so diesen Zettel geholt, so eine ganze Beig. Wir haben es eben durchgelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt hätte ich noch die Ware ausfüllen für 800 Franken. Müsste noch den Lohn geben, das müsste ich. Komm gerne die Frage. Und alles ist vorgeworfen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man von 1890 circa auf diese Distanz nicht die Ware gratis bekommt, dann ist kein grosses Interesse am Mann. Zum Beispiel mit dem Chef zusammenarbeiten. Nicht. Das kann auch nicht jeder haben. Oder das es nicht jeder. Nicht. Man ist ja eben unter Druck. So bist man. Weil ja ein Chef viel mehr kann als ein Leih, oder? Nicht, aber ich bin gleich gut geschlagen mit den Farben. So bin ich, weil der Vater schon daheim mal was gesalbt hat. Blümchen gemacht, und Schablonen und Deckel mit dem Pinsel. Später in der Fabrik. So habe ich das meiste mit der Nase gemacht und nicht mit dem Kopf. Alles im Geschmack, nicht alles gewusst, was die Chemikalien haben ja einen Haufen gehabt. Was es ist, und dann wieder mit dem Auge. Man hat es halt einfach gemacht, man hat es probiert. Dann hat man es. Und das ist schon wichtig, dass man durchhalten dort. Nicht, ist ja in der Nähe auch so. Das ist es. Ob es jetzt da sei oder in der Fabrik, oder? Das ist es. Und das hat mich schon schön gedacht. Und auch, als der Hans-Peter kam,
wo wir hier auch verleben konnten. Und am Samstag haben wir dann miteinander geschafft. Und dann haben wir gespritzt. Und dann ist es gestorben beim Baren Satan. Und dann nachher haben wir müssen flocken. Das, und dann haben wir 2 Tische, haben wir alle wieder versetzt und wieder gedrückt. Und dann gemacht haben wir. Dann hat ein anderer gesagt, denk mir am Arsch, mach doch nicht mit. Aber das war mir gleich. Ich war mir gewöhnt von daheim. Das hat Bimmi. Er hat auch mitgeholfen. Ja. Er hat auch mitgeholfen. Wir haben miteinander geschafft. Das haben wir. Und das ist ja das Schöne, oder? Nicht? Wenn man miteinander arbeiten kann. Klar ist man eben, wie gesagt, man ist unter Druck, aber ich habe es einfach gemacht. Er ist eigentlich nicht der Chef, der Sprüche bringt. Er ist eigentlich alle will im Büro gesehen oder fast alle und vielleicht einmal durchgeschossen. Und normalerweise hat er nichts gesagt. Sie beten. Und dann, wenn man etwas falsch gemacht hat, dann ist man dann schon inne geworden. Nicht, aber sonst hat er ihn in Ruhe gelassen. Und sie ist eben ein Chef von ihm. Dann hat man selber hier und Meister sein über das, was man hatte. Der Vater hat Heu und Hemd verkauft. Am Frühling hat er ein Buch gehitzen. Er hat etwa 3 Wochen alles von Hand abgehauen. Mit den Segers. Manchmal ist schon der Brüder auch gekommen und dann musste er mit den Nebenraum helfen, eintragen und rächen und was da alles gegeben hat. Ja, ich bin dann eben 18 geworden, dann hat man Meimotor gekauft. Das war schon ein bisschen besser gesehen. Und dann nachher wieder einen Rapid gekauft mit Tischwagen, dann hat man wieder geladen. Also offen geladen. Aber selbst hätte eben drauf oben sehen. Nicht, und zwar hätte ich schauen, meistens war man ja allein. Und dann hat die Frau gesagt, du Kühe zu. Ich habe gesagt, ja geht's noch. Willst denn du? Ja, sowieso. Und dann nachher hat der Vater gesagt, und dann nachher hat ja ihm so ist gleich. Und dann nachher haben wir angefangen 3 Kühe gekauft bei einem Händler. Ja, wie es denn geht, sind die Leute die allerbesten gewesen. Das sind Preis schon. Und dann nachher habe ich am 14. Tag eben von Hand gemolken. Und dann habe ich gesagt, ja, du, jetzt kommt aber eine Milchmaschine. Nachher, wenn eine Milchmaschine gesagt, ja, wieder da von Hand klüben, oder? Das ist einfach zu viel geworden. Dann ist es. Dann nachher hat man wieder gemolken und dann hat man eine Fette zu tun. Und so ist dann all weitergegangen und dann sie hat eben Wacken gekauft. Das hat sie nicht. Aber sie hat alle gesagt, die Frau sollte nie melken. Da haben sie alle gesagt, was sie gesehen haben auf diesen Bauernort. Nachher ging der Mann in die Wirtschaft. Wir haben nichts daran gedacht. Wir haben auch gesagt, der Walser macht schon. Klar, er war eintonnen. Er hat einfach zu viel wollen. Er wäre schon gut gewesen, aber die Textil, die ist einfach alle abwärts gegangen. Eine längere mehr. Er hat einfach kein Geld mitgegeben. Und zum Teil hätte er vielleicht auch zu viele grosse Leute gehabt.
Er hat also eben gute, die im Lohn gut sind, aber beim Arbeiten nicht. Wir müssen also immer geflucht, die Leute, dass sie eben von uns aus gesehen, ich meine, jetzt anders angeschaut, hätte es nicht so viel Höhe haben. Aber heute ist es fast überall, dass ein Haufen sind Töchter, selbst sind, ich weiss nicht, von der Waldstadt Urnäsch, der Bub, und arbeiten haben sie fast keinen mehr. Das haben sie. Jeder will noch auf dem Büro sein oder noch ein reisen, nicht, und eben einen grossen Lohn einkassieren. Und da ist einfach schade, dass der Arbeiter so wegabgedruckt wird.